Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ihr seht schon, hier wurde gerade Post verschickt. Ja, wir befinden uns nämlich auf EU 28. Ja, auf dem Server habe ich schon länger nichts mehr großartig gemacht und ich habe jetzt hier auch gerade einen Abschiedsbrief sozusagen geschrieben an die Gildenleitung von der Abenteuerhorde, dass ich jetzt so langsam gemerkt habe, dass ich auf dem Server jetzt hier nicht mehr großartig was in letzter Zeit gemacht habe. Ja, wir haben ja hier diese Server, die jetzt gerade ja aktiv sind, sag ich mal. Davon habe ich ja meine 3 Mains, dann den SF Cup Account, wo jetzt nicht viel passiert und halt eben immer so 1 bis 2 Neustart-Server und die werden mit der Zeit auch wieder abgegeben, sag ich mal so, weil es sonst zu viele sind. Es sind temporäre Accounts, da ja, hat man mal auf der neuen Welt zum Anfang mitgespielt, um sich so ein bisschen Eindruck von dem Serverstart zu vermitteln, gucken, was hier so abgeht auf dem Server. Und ja, nach dem ersten Monat oder so, ne, meistens, wenn ich so Richtung 300 gespielt habe, wird es für mich dann Zeit zu gehen. Und jetzt auch in Anbetracht auf den kommenden Server EU 30 muss ich jetzt sowieso langsam ein bisschen aussortieren mit den Servern. Wir werden in Zukunft EU 29 uns, bevor der EU 30 Server startet, auch verabschieden, weil das halt, wie gesagt, ansonsten ein bisschen zu viel wird. Ja, nichtsdestotrotz war es auf jeden Fall eine coole Zeit. Wir haben hier einen guten alten Magier gespielt auf dem Server und ja, jetzt wird es aber für mich Zeit zu gehen, weil, wie gesagt, ich hatte jetzt nur noch die letzten Tage so gemerkt gehabt, jo, die Alu läuft in die Zeitmaschine rein. Ich hole hier nichts mehr ab, großartig. Ich wollte noch Richtung 300 pushen. Das schaffe ich jetzt vorab nicht mehr. Ne? Wir können heute noch versuchen, so ein bisschen hier aufzuräumen. Aber ich glaube, ich bin auch relativ stuck. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Wir können hier heute noch mal so einen kleinen finalen Abschiedspush noch mal wagen. Ja. Oh, das ist tatsächlich... Warte mal. Was ist das für eine 323? 323. Ja, nee. Wir lassen das mit neu equippen. Wir gucken einfach nur noch mal, wie weit wir kommen. Ich wollte den Gladi eigentlich noch auf 15 ziehen. Das haben wir jetzt auch nicht mehr gemacht. Habe ich einfach ja nicht mehr geschafft, weil ich halt auch seelentechnisch hier nichts mehr abgeholt habe. Und ja, wie gesagt, das Ganze ist aber schon abgesprochen soweit mit der Gilde. Ne? Das ist immer halt noch wichtig dabei zu sagen, dass ich nicht einfach irgendwie so Server quitte oder so, sondern dass dann vorab wirklich, wenn mich Leute in ihren Gilden haben wollen zum Serverstart, damit auch rechnen müssen, es sei denn, es ist EU 50, ja, dass ich dann mich auch relativ zeitnah wieder verabschiede. So, das ist immer vorab geklärt, so, das bespreche ich immer mit der Gildenleitung, dass das halt, ja, dass die sich nicht nachher wundern, dass ich dann hier irgendwie nichts mehr mache oder dann weg bin und ja, dass die sich dann so mäßig darauf einstellen können, weil ich jetzt hier schon innerhalb der Gilde eigentlich ganz gut dastand, sag ich mal. Und wenn jetzt einer der etwas höheren Leute, sag ich mal, dann auf einmal aufhört zu spielen, ist das natürlich dann schon erstmal, ja, ein Verlust, sag ich mal, für die Gilde, kurzfristig gesehen. Langfristig natürlich nicht, weil ich langfristig hier sowieso nicht spielen wollte auf dem Server. Deswegen langfristig immer besser dann natürlich Mates an der Seite zu haben, auf die man sich dann auch verlassen kann und wo man weiß, okay, die ziehen mit mir long-term durch, würde ich immer bevorzugen, anstatt irgendwelchen Creatoren wie mir, die dann wieder aufhören, so, ne, nach ein paar Wochen, sag ich mal, ne. Es kann aber für Gilden tatsächlich ganz nützlich sein, die zum Anfang vielleicht noch nicht so stark aufgestellt sind und die CCs dann so ein bisschen eben supporten bei Raids, Gildenangriffen, etc. pp, solche Sachen halt, ne. Da hatte ich jetzt halt auch unterstützt gehabt, auch bei so dem Portal, bei der Hydra und so, ne, bei Raids, Fights und so, ne, dass die Leute hier einigermaßen durchkommen. Wir sind jetzt hier bei der Abenteuerhorde auch bei Raid 47, das heißt, wir sind hier fast durch bei 50. Ja, vielleicht helfe ich noch so lange, bis die hier die 50er-Marke haben. Dann haben sie hier einen Vollausbau, was die Gilden anbelangt. Ne? Ich sehe hier auch gerade, dass die Boni nicht ganz hundertprozentig sind. Vielleicht
Oh, ich sehe gerade, mein Gildenpad habe ich gar nicht ausgebaut hier, großartig. Schande über mein Haupt, ja. Gildenpad ist immer sowas, was ich übelst häufig vergesse. Es liegt nicht daran, dass ich hier irgendwie, ja, da keine Pilze investieren wollte oder so. Ich vergesse es schlicht und weg einfach. Es ist, ja, passiert mir natürlich auf Tryhard-Server jetzt nicht. Aber so bei so Servern wie diesen jetzt hier, ja, da kann es schon mal gut und gerne vorkommen, dass ich auch mal das Gildenpad vergesse. Ich hatte meine Daily Fights gemacht innerhalb der Gilde, so mit dem Gildenpad gegen die Hydra, aber ich habe es komplett vergessen auszubauen. Ja, so, gut. Dann haben wir hier erstmal schon mal so ein bisschen was gemacht und ja, gucken mal, ob wir jetzt noch ein Level abschaffen. Bis 300 werden wir es definitiv in dem Video nicht mehr schaffen, so, ne? Aber wie gesagt, vielleicht supporten wir noch so lange, bis die Gilde hier 50 Raids hat und dann steht die Gilde ja an sich eigentlich ganz gut da. So, ne? Also das ist ja immer schon mal eine gute Sache, sage ich mal so, ne? Das nächste ist dann halt Gildenportal, da muss man noch ein bisschen zusehen, aber das dauert dann deutlich länger. Da habe ich zum Beispiel auch Probleme auf meinem SF Cup Account, da bin ich ja alleine auf weiter Flur und versuche da mit dem Gildenportal ein bisschen was anzurichten, aber da kommt man halt nun alleine wirklich nicht sehr weit, ne? Wir sind hier jetzt bei dritten Akt, 2 von 10. Jetzt fast 3 von 10, danach ist schon wirklich jetzt vorbei, so langsam. Da merkt man dann schon, dass man alleine nicht mehr so die allergrößten Chancen hat. Ja, so wie ich sehe, passiert nicht viel in der Schattenwelt. Wir können mal gucken, ob wir noch hier gewisse Gegenstände verbessern können, zum Beispiel die Waffe. Ja, die muss ich neu haben, weil die ist auch 0-mal verbessert tatsächlich. Da sieht man schon, anhand vom Fortschritt hier, dass hier nicht allzu viel Zeit rein investiert worden ist in den Char. Weil das fällt natürlich schon hier direkt auf, ne? Dass wir hier solche Mängel auch vorweisen. Wir sehen hier auch die Verzauberung nicht auf der Waffe. Das ist natürlich auch nicht unbedingt optimal. Aber vielleicht kommen wir jetzt ja hier nochmal ein bisschen weiter dadurch. Beziehungsweise wir können mal in der Lichtwelt gucken, ob wir Jan den Hämmerer vielleicht schlagen. So, ne? Oh. Okay, der sah ganz gut aus. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was für eine Waffenspanne wir haben. Ob sich das... Ja, das wäre eigentlich wichtig zu wissen. Die Spanne ist eigentlich sogar okay. Der könnte tatsächlich liegen. Vielleicht geht er ja zum Abschluss der Folge, beziehungsweise zum Abschluss des Servers und können den noch dann mitnehmen, bevor wir hier auch selbst dann den Server verlassen. Ja, wir gucken einfach mal. Wir geben ihm ein paar Tries. Wenn er fällt, fällt er. Wenn nicht, nicht. Oh! Gut. Guti. Ja, 290 erreicht. Jan der Hämmerer down. Ich glaube, besser kann es nicht mehr werden. Jetzt haben wir noch den alten Endboss von der ehemaligen Dungeon-Welt besiegt. Ne? Jan der Hämmerer war ja mal eine gewisse Zeit lang zum Anfang des Games der letzte verbleibende Dungeon-Gegner. Ja, seitdem kamen ja dann zahlreiche nach ihm dann, ne, die ihr heutzutage auch alle kennt, aber das war damals der letzte gewesen. Ja, Mensch, sehr cool. Haben wir den noch eingetütet. Der hat uns nochmal schön XP gebracht. Ich weiß nicht, ob wir hier noch bei der Blindschleiche weiterkommen. Die würde uns noch gut XP geben. Ja, 91. Dann sollte die danach eigentlich auch fallen, oder? Rein theoretisch. Kundi. Ja. Königin Mutter hat keinen Bock. Die hat keinen Bock mehr. Ja, dann haben wir zumindest noch ein paar Level gepusht hier zum Abschluss des Servers EU28. Wir haben hier jetzt auf dem Server, Moment, lass mich gucken, 58, fast 59.000 Spieler drauf registriert. Ja, in der Gilden-Ehrenhalle sehen wir hier El Dia ganz vorne mit dabei. Ja, das hat sich hier auch schon gezeigt, dass die hier am Start sind schon. Richtig krass auf jeden Fall. Also eine Gilde, die hier viel dominiert, bin ich eigentlich immer nicht so der Fan von. Ja, aber was willst du machen, ne? Wenn es da nicht so viel Konkurrenz gibt hier, ist natürlich dann schade. Also es sind halt die letzten Server vor EU30, das ist meistens immer so, beziehungsweise vor dem nächsten großen runden Server. Ja, Freunde, auf jeden Fall, ich wünsche der Gilde hier, der Abenteuerhorde, auf ihrer Reise auf EU28 hier noch sehr viel Erfolg, schöne Grüße und vielen lieben Dank.
für die Aufnahme zum Serverstart hier innerhalb der Gilde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich in letzter Zeit jetzt immer weiter inaktiv wurde. Das war ja schon eigentlich klar. Aber ja, Dankeschön auf jeden Fall. Grüße gehen raus. Und ich verabschiede mich von dem Video und dem Server jetzt hier. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag. Danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.